Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen City Guide Akim Ferrandina Guriu. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte noch jetzt. Hinterlasst uns bitte Likes und Kommentare und ihr könnt uns auch gerne unterstützen, indem ihr Touren bucht oder uns auf Patreon unterstützt. Dazu hinterlassen wir euch alle Informationen in der Beschreibung. Hoy hablaremos de Fernando I de Habsburgo, hermano de Carlos V, el primero de España y... Oh, Entschuldigung, ihr sprecht nicht Spanisch? Ja, genauso wenig. Und genauso wenig wie die Wiener hier im 16. Jahrhundert, als ein gewisser Ferdinand von Habsburg hierher gekommen ist, um über diese Gebiete zu herrschen. Kennt ihr den Spruch, es kommt mir Spanisch vor oder das klingt Spanisch für mich? Nun, den Wienern muss damals ja einiges Spanisch vorgekommen sein, als dieser Herr hierher gekommen ist, um über diese Gebiete zu herrschen. Ferdinand war der Bruder des Karls V., König von Spanien, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Wir sind im 16. Jahrhundert und ab diesem Zeitpunkt sprechen wir von einer spanischen und von einer österreichischen Linie der Habsburger. Die spanische Linie, Karl V., beinhaltete Spanien, die Niederlande und ebenfalls Teile Italiens und wird bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts bestehen bleiben. Der letzte spanische Habsburger wird Karl II. Sein. Die österreichische Linie, Ferdinand, der Bruder von Karl, beinhaltete Niederösterreich, große Teile Oberösterreichs, ebenfalls Wien, dann auch noch Kärnten, die Steiermark, Tirol, Teile Sloweniens. Später werden auch noch Ungarn und Böhmen dazu kommen. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid hier in Wien 2021 und es kommt jemand aus einem fremden Land, ganz weit her, hierher, um die Regierung zu übernehmen, spricht nicht Deutsch, sondern Spanisch. Das muss schon sehr komisch sein. Und genau so war das damals für die Wiener. Weil dieser Ferdinand wird in Spanien geboren, spricht nur Spanisch, kommt hierher und nun ja, der hat ja keinen guten Start hier bei den Wienern. Aber ganz ehrlich, wer hatte schon von den Habsburgern einen guten Start bei den Wienern? Aber er hatte sich aber wirklich ganz deppert angestellt. Wie gesagt, spricht nur Spanisch, nimmt seine Berater hier, die Spanisch Sprechenden, nach Wien, die Minister, die werden auch noch neue Steuern einheben, na leiwand. Und zusätzlich wird er nicht mal erst nach Wien kommen, sondern zuerst nach Wiener Neustadt. Das werden ihm die Wiener ja ganz übel nehmen. Und das führt dann so weit, dass diese Streitigkeiten dazu führen, dass in Wiener Neustadt einige Wiener Ratsherren hingerichtet werden. Das sogenannte Wiener Neustädter Blutsgericht 1522. Dazu hinterlasse ich euch einige Informationen. Nun, die Lage wird sich aber bessern. Er kommt dann doch nach Wien, wird diese zur Residenz, zur Kaiserstadt machen. Was er hier erleben wird, sind zum Beispiel die Reformation, die Gegenreformation, dann die erste osmanische Belagerung 1529. Genau hier in Wien wird er das Zeitliche segnen. Begraben ist er dann aber in Prag. Nun, die Frage ist jetzt, warum drehen wir diese Folge hier? Was hat er uns hier in Wien hinterlassen? Zum einen, da drüben seht ihr dieses rote Eingangstor in die Schweizer Burg, in den Schweizer Trakt der Wiener Hofburg, die Winterresidenz der Habsburger. Da kann man auch seinen Namen lesen, Ferdinandus. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr auch gerne eine Tour bei mir buchen, dann kann ich euch einiges dazu erklären, die Symbolik sowie auch einiges zur Burg an sich. Und zweitens, da seht ihr eine Kuppel. Und darunter ist rechts der Eingang in die spanische Hofreitschule, wo die Lipizzaner arbeiten, diese Pferde, die eben so herumtänzeln. Und genau das verdanken wir ihm, weil er kommt hierher nach Wien. Und als er herkommt, nimmt er 150 Pferde nach Wien und diese Tradition der klassischen Reitmannskunst hier nach Wien. Darum haben wir hier in Wien eine spanische Hofreitschule. So, das war's dann für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann nächste Woche für die nächste Folge von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und ihr könnt uns auch gerne schon wieder. Das klingt fanisch für mich. Also das ist neu, ist nicht einfach Kirschen essen. Zu dieser Zeit wurde das Spanisch gekommen sein. Nochmal. Und ja, kein Und. Verdammt, wir waren gut.